In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man so ein dynamisches Textobjekt hier erstellen kann. Es handelt sich um einen Text, der automatisch immer zum Low-Preis der aktuellen Kerze hin gezeichnet wird und der den Wert für den niedrigsten Preis der aktuellen Kerze ausgibt. Also schauen wir uns einmal an, wie man so etwas in MQL4 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage. Ich vergebe hier einmal den Namen Simples Moving Text Objekt, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion hier gelöscht werden. Und auch die beiden Kommentarzeilen kommen weg. Wir starten damit, dass wir uns ein Objekt erstellen. Das geht mit der Funktion Object Create. Unser Objekt wird den Namen Moving Text bekommen. Der Objekttyp ist obj-text. Und wenn man das einmal markiert und die F1-Taste drückt, dann sehen wir, dass es hier noch ganz unterschiedliche Objekttypen gibt. Wir wollen dieses Objekt hier verwenden, das kann solche Texte hier auf dem Chart produzieren. Der nächste Parameter hier steht für das genutzte Chartfenster. In unserem Fall möchten wir das auf dem Hauptchart zeichnen. Man kann das hier auch einmal ausschneiden. Und dann sehen wir hier, dass es zwei unterschiedliche Möglichkeiten gibt, ein solches Objekt zu erstellen. Wir nutzen diese Variante, also ist der nächste Parameter fürs Fenster. Der darauf folgende Parameter wäre für die Zeit und der letzte Parameter für den Preis. Ich habe hier alle Werte auf 0 gesetzt, denn Preis und Zeitpunkt möchten wir gleich noch anderweitig verändern. Im nächsten Schritt verändern wir die Eigenschaften des Objektes. In diesem Fall nutze ich Object-Set-Text, um für unser Objekt mit dem Namen Moving Text diesen Text hier ausgeben zu lassen. Wir können das auch mal etwas verkürzt darstellen. Dieser Ausdruck hier wird uns den aktuellen Niedrigstpreis von Kerze 0 geben. Die Textgröße soll 8 sein. Wir möchten gerne die Schriftart Arial benutzen. Und zwar in der Farbe Rot. Und da wir gesehen haben, dass wir den Text auch vertikal darstellen können, nutzen wir jetzt Object-Set-Double, um für das aktuelle Chart mit der ID 0 und das Objekt mit dem Namen Moving Text diese Eigenschaft hier zu verändern. Object-Angle steht für den Winkel und den setzen wir hier auf 90 Grad. Zum Schluss bewegen wir das Objekt mit Object Move noch an die Stelle, wo es gezeichnet werden soll. Der Objektname bleibt gleich. Das hier ist ein sogenannter Ankerpunkt. Grundsätzlich kann man sich das so vorstellen wie eine grundsätzliche Textausrichtung. Das Objekt soll hier gezeichnet werden für den Zeitpunkt, an dem die Kerze 0 auf dem Chart gezeichnet wird. Und zwar für den aktuellen Niedrigstpreis der aktuellen Kerze. Und das war's auch schon soweit. Das hier ist nicht viel Code, aber wenn Ihnen das schon zu schnell ging oder wenn Sie keine Ahnung haben, was diese Codezeilen hier bewirken sollen, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst einmal die anderen Videos anschauen, die aus dieser Grundlagenserie verfügbar sind. Vielleicht ist aber auch der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Das hier war übrigens wieder ein Vorschlag von einem Premium-Kursmitglied. Und wenn Sie bereits Premium-Mitglied sind und eine Idee für so ein Video haben, dann schicken Sie mir doch einfach ein E-Mail. Wir sind soweit fertig und klicken hier auf Kompilieren. Das hat bei mir ohne Fehler funktioniert und wenn das bei Ihnen auch der Fall ist, dann können Sie jetzt hier oben klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Bitte wählen Sie hier die neu erstellte Datei Simples Moving Text Objekt.ex4 aus. Markieren Sie die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Hier wird unser Objekt auch schon gezeichnet. Man kann auch in das Chart hineinzoomen und sieht, dass die Darstellung entsprechend angepasst wird. Unser Expert Advisor funktioniert also wie gewünscht. Und falls Sie Lust haben, Quellcodes für solche automatischen Expert Advisor Programme herunterzuladen oder selbst zu programmieren, dann besuchen Sie doch einfach mal unsere Webseite.
denn in diesem kurzen Video haben Sie bereits gelernt, wie Sie ein dynamisches Textobjekt erstellen können, und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL4.